Hallo, ich komme für euch aus der Inselmitte von Bali und heute geht's los. Heute buddel ich 21 Löcher für 21 Kokospalmen. Ja, das hier ist der perfekte Ort für die Kokospalme. Wir haben ganzjährig Temperaturen zwischen 20 und 32 Grad. Wir haben 6 bis 8 Stunden Sonne täglich, was perfekt ist für die Kokospalme. Wir kommen jetzt auch raus aus dieser Regenzeit und der Boden hier, der ist vulkanisch geprägt, mineralstoffreich. Und das Wasser, das fließt hier richtig schön schnell durch, was die Kokospalme liebt. Ja, und warum pflanze ich überhaupt 21 Kokospalmen? Weil ich vor genau einem Monat euch die Möglichkeit gegeben habe, Kokospalmen über Garden of Life zu kaufen. Das Unternehmen oder die große Initiative, für die ich hier ein Praktikum auf Bali mache. Und 21 Leute waren so lieb und haben eine Kokospalme gekauft. Und jetzt mache ich das Beweisvideo dafür, dass eure Palmen auch wirklich gepflanzt werden. Auf geht's! Ich werde euch noch einiges währenddessen erklären, wie man die Kokospalme richtig pflanzt, pflegt und dann war es das auch schon. Let's go! Wir verwenden eine ganz spezielle Sorte, eine Hybridsorte, die sehr schnell wächst und nach 4 bis 5 Jahren schon die ersten Blütenstände ausbildet, wo die erste Ernte schon möglich ist. Und pro Jahr, wenn es gut läuft, wächst diese Kokospalme schon so 1 bis 1,5 Meter, in Ausnahmefällen sogar bis zu 2 Meter. Aber im ersten Jahr, also nachdem wir sie hier in die Löcher gepflanzt haben, bildet sie erstmal ein sehr weit verzweigtes, großflächiges Wurzelsystem aus und dann geht die Energie in die Höhe. So, let's go! Das ist übrigens hier unsere Fläche, wo wir die Kokospalmen pflanzen. Hier seht ihr jetzt mal den Standort von oben. Das ist eine Hanglage und wie ich das schon am Anfang erwähnt habe, perfekter Standort. Ne? Wir haben in der Nähe den zweithöchsten Berg Balis, wir haben im Inselinneren deutlich mehr Regenfälle, auch in der Trockenzeit noch, und es ist ganzjährig warm, aber auch nicht zu warm. Ja, vulkanischer Mineralboden und beispielsweise die Palme, die kackt schon richtig ab, wenn wir unter 10 Grad Celsius gehen. Also dann kann sie schon ernsthafte Schäden von sich tragen. In Deutschland funktioniert also allenfalls die Pflanzung dann natürlich drinne, aber selbst da wird sie sehr oft sehr schnell braun, habe ich so erlebt, zumindest bei mir und meiner Freundin. Dann muss man wahrscheinlich dann doch schon sehr regelmäßig die Palme einsprühen und eine hohe Luftfeuchtigkeit wahren. Also am Ende ist sie am besten im Badezimmer mit ordentlich Licht aufgehoben, wenn ihr sowas vorweisen könnt zu Hause. Das Wurzelsystem und das Loch, darum geht es jetzt. Bevor die Palme gepflanzt werden kann, habe ich erstmal ein schönes Loch ausgehoben, schön tiefgründig und großflächig. Es ist wichtig, dass einfach das Erdreich schön ringsherum aufgelockert ist, weil die Palme hier im Inselinneren auf ein sehr weit verzweigtes, flaches Wurzelsystem setzt. Es kann auch durchaus bei einem ausgewachsenen Baum sich dann im Radius von 10 Meter ausbreiten. Und die lockere Erde hilft den Wurzeln von Anfang an schnell und einfach zu wachsen, sich weit auszubreiten, anstatt irgendwie gegen harte Schichten anzukämpfen. Ja, damit, mit diesem flachen Wurzelsystem, kann eben die Palme bestmöglich die regelmäßigen Regenfälle, gerade in der Regenzeit hier oben, am effektivsten oberflächlich einsammeln. Ja, wenn wir uns dann das Loch anschauen, das sollte jetzt auch nicht zu tief sein, ne? Am besten einfach unterhalb dann schon mit Erde ein bisschen auffüllen, zum Beispiel halbierte Kokosschalen unterhalb mit reingeben, die dann so nach oben schauen, wie so Schüsseln. Die speichern perfekt Wasser, geben auch wertvolle Nährstoffe mit der Zeit ab, vor allem Kalium, sehr, sehr wichtig. Und ich hatte jetzt keine Kokosschalen zur Hand, deswegen habe ich die Erde im Loch mit Bananenblättern und anderen zerkleinerten Pflanzenteilen gemischt. Das macht den Boden auf der einen Seite schön durchlässig, auf der anderen Seite gibt das organische Material mit der Zeit düngerfrei natürlich. Und das Wichtigste dabei ist die Wasserdurchlässigkeit, die wird nochmal dadurch verbessert. Staunässe, das ist wirklich sehr gefährlich für die Kokospalme. Das kann der Palme schnell das Leben kosten, aber hier haben wir sowieso einen Hang, wo das Wasser schneller abfließt und nirgendwo steht. Also von daher ist das hier nicht das Thema. Ja, bei der Pflanzung achtet man letztendlich darauf, auf der einen Seite, weil wir eine Hanglage hatten, musste ich darauf achten, wie rum ich die Kokospalme hineinsetze. Denn am besten die Seite, wo der Keimling rausschaut, die richtet man hangaufwärts auf. Das fördert von Anfang an einen geraden, aufrechten Wuchs. Außerdem schaut die Kokosnuss noch mindestens zu 1/3 bis ca. zur Hälfte sogar, auch kein Problem, aus der Erde heraus. Lieber ein bisschen mehr als zu wenig. Gräbst du nämlich die Kokospalme zu tief in die Erde ein, riskierst du Fäulnis, Krankheiten und andere ungebetene Gäste.
Das Thema Wässern, das übernimmt hier einfach die Natur, muss man sagen. Auch Dünger. Ne? Der Regen, der hat sich bereits schon am Morgen angekündigt bei uns und am Nachmittag hat es dann noch richtig schön nach der Pflanzaktion für gut 30 Minuten ordentlich geregnet. Ja, als hätte die Natur uns so richtig belohnt dann für diese Pflanzaktion. Also es hat mir wirklich sehr gefallen. Und das trifft es gut. Die Kokospalme, die profitiert von solchen kräftigen, tiefen Regenfällen oder von so starken Wässern, aber eben eher seltener als so oft. Lieber einmal pro Woche als einmal täglich. So erzieht man auch die jungen Wurzeln eher in die Richtung, dass die Wurzeln eben dann doch mal eher nach unten noch ein bisschen wachsen, weil sie natürlich dem Wasser der Feuchtigkeit folgen. Hier im Inselinneren müssen wir uns keine Sorgen machen, selbst ich sag mal in der Trockenzeit, die ja jetzt so langsam anbricht, Anfang Mai, haben wir durch den Gebirgszug in der Inselmitte immer noch hin und wieder mal ein paar starke Regenfälle. Ne? Was Düngung angeht, wie gesagt, der Boden hier ist super. Wer aber an einem weniger begünstigten Standort ist, ne, zum Beispiel der sehr steinig, kiesig ist, der kann ruhig einen Dünger hinzufügen mit einem hohen Kaliumanteil. Ne? So am Anfang aller 3 Monate mal so eine ordentliche Kaliumzugabe. Kalium wirklich sehr entscheidend hier für Wuchs und Fruchtbildung. Organisch kostenlos liefern zum Beispiel verbrannte Kokosschalen, also die Asche, gut Kalium oder auch Kudung. So, dieses kleine Bäumchen hier steht für meine Familie, die mich hier auch unterstützt hat. Also meine Eltern vor allen Dingen jetzt erstmal, lieber Thomas, liebe Bianca, vielen Dank für eure Kokospalme und ich wünsche dir ein langes und gesegnetes Leben. Und auch an meine wunderbare Freundin, du kommst mich ja bald besuchen in 2 Wochen. Wir werden auch sicherlich deine Palme besuchen kommen. Auch dir ganz lieben Dank für deine Kokospalme. Als kleiner Beweis gebe ich euch jetzt hier mal einen Schnelldurchlauf. Ich bin überall mal zu den kleinen Palmen hingelaufen, damit ihr das auch sehen könnt. Ja, ich habe dort überall gepflanzt. Alles ist digital festgehalten. Also jede Person, jeder Name, der hinter einer Palme steht, ist digital gespeichert. Also selbst wenn die Palme dann nochmal umgesetzt wird, ist das alles hochtechnologisiert festgehalten. Also keine Sorge. Wir haben natürlich jeder Palme ein Namensschildchen gegeben, für natürlich jede tolle Person, die einen Baum gekauft hat. Aber die sind nur aus Papier und ja, verschwinden dann recht schnell natürlich durch den Regen. Was noch sehr interessant ist, ist die ganze Thematik Ernte. Bei der Kokospalme ist es nicht so wie bei Apfelbäumen oder Kirschbäumen, ne, dass einmal im Herbst das Ganze geerntet wird, sondern circa alle 4 Wochen bildet sich an einer Kokospalme ein neuer Blütenstand. Das heißt, an einem einzigen Baum hängen immer gleichzeitig Blüten, junge, grüne Nüsse und bereits braune, reife Nüsse. Das ganze Jahr über, ohne Pause. Das ist wie so eine Produktionsanlage, die immer wieder raushaut. Das junge Kokoswasser, was man eben gerne so trinkt, das kommt aus der grünen Nuss. Die erntet man dann so nach 6 bis 8 Monaten nach der Blüte. Dann die ausgereifte Kokosnuss, die dann so braun ist. Die liefert ein festes Fleisch, aus dem dann das Öl und die Milch gewonnen wird. Braucht dann so 11 bis 12 Monate. Also dann kann man es ernten. Und ein einzelner Hybridbaum, der bringt im Optimalfall so 75 bis 150 Nüsse pro Jahr. In Ausnahmefällen sogar 200, wenn es richtig gut passt. Bei unseren so circa, sagen wir mal 20 Palmen, wären das dann so circa schon 3500 Nüsse jährlich. Von 20 Bäumen. Wahnsinn, oder? Und das kontinuierlich übers Jahr verteilt, nicht alles gebündelt, geballt auf 1 oder 2 Monate. Ne? Ja, ich hoffe, damit konntet ihr einiges Neues lernen und ich zeige mich jetzt nochmal in voller Pracht auf dem Pflanzgrundstück und verabschiede mich. So, jetzt fängt es ja langsam an zu regnen. Ich tropfe am ganzen Körper. Ich möchte mich bedanken bei allen, die sich dazu entschieden haben, so ein Bäumchen zu pflanzen. Ich hoffe, jeder einzelne Baum wächst hier zu einer 20 bis 30 Meter hohen Palme und versorgt hier alle Menschen mit Kokosnüssen. Und wenn ihr eure eigene Kokosnuss von eurem eigenen Baum trinken wollt in 5 oder auch in 10 Jahren, dann kommt uns gerne hier besuchen. Wir werden dann auch immer noch wissen, von wem welche Palme ist.
Und damit nochmal vielen, vielen Dank und damit ciao, ciao.